Wie bekommst du mehr Tiefe in deinen Zeichnungen? Wie vermeidest du langweilige und flache Kunstwerke? In dem heutigen Video bekommst du die Antworten darauf. Also, wie bekommen wir Tiefe in unsere Zeichnungen? Nehmen wir also unser Würfelbeispiel. Ja? Ich zeichne jetzt mal eine ganz normale, zeichne jetzt mal 3 Würfel nebeneinander. So, und wir wollen ja Tiefe hier in unseren Zeichnungen bekommen, und du siehst, wenn wir jetzt ganz normal Würfel zeichnen, ich mache das mal ein bisschen schneller hier, wir gehen gleich ins Detail, siehst du, dass wir hier keine wirkliche Tiefe reinbekommen. Ja? Wir haben praktisch eine flache Ansicht. So. Also wir sehen hier keine Entwicklung. Ja? Also wir haben keine Dimension, wir haben immer irgendwie eine Ebene, da ist nichts klar. Wodurch bekommen wir nun Tiefe rein in unsere Zeichnung, in unser Bild? Das ist erstens von groß nach klein. Zweitens erreichen wir das durch Überlappen. Und drittens durch scharf, unscharf. So, und wie wir das jetzt genau erreichen, zeige ich dir jetzt. Also das hier funktioniert schon mal nicht. Okay, also beginnen wir wieder mit einem Würfel. Mit einer leichten Draufsicht. So. Jetzt zeichnen wir den zweiten Würfel. Ja, den machen wir erstens kleiner, etwas kleiner als der, und wir werden ihn überlappen. Also legen wir los. So, du siehst, der Würfel beginnt sich schon etwas zu verkleinern. So, hier gehen wir noch ein bisschen genauer rein und arbeiten uns so Schritt für Schritt vor. Ja. So, hier ist er mir auch noch ein bisschen zu lang. Ja, versuch mal, wenn du mitzeichnest, hier einfach einen guten Kontrast, ein gutes Verhältnis zwischen die Größe der Würfel hier zu finden. So, okay, zeichnen wir den nächsten ein. So, den machen wir noch ein bisschen kleiner. So, du siehst schon, wenn man jetzt vergleicht, kommt schon eine erste Tiefe hinein. Ja? Das geht Stück für Stück immer besser. So. Ich zeichne immer noch ein bisschen zu schnell. So, okay. 3 Würfel. Okay. Zeichnen wir noch einen ein, den wir noch etwas
kleiner machen. So, und du siehst auch, die werden nicht nur kleiner, sondern auch alleine der Effekt des Überlappens zeigt uns hier auch ganz deutlich, wie wir hier Tiefe, also praktisch eine Dimension in unsere Zeichnung hereinbekommen. Ja? Der vierte Aspekt, der noch das ausmacht, dass wir so ein Gefühl von Tiefe haben, den schreibst du mir gern in die Kommentare rein. Ich bin mal gespannt, was dir da einfällt. So. Okay, so und hier hinten machen wir noch einen ganz kleinen rein und wir halten uns so ungefähr immer an unser System. Ja. So. Du siehst also, wir haben jetzt hier 5 Würfel. Die sich in der Größe unterscheiden, die sich überlappen. Und jetzt sorgen wir dafür, dass wir noch mehr Tiefe reinbekommen. Ja? Wenn du auch realistisch zeichnen lernen möchtest, dann sei jetzt mit dabei auf der Akademie Schmidts Zeichenwelt. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt und zeige dir, wie du realistische Motive leicht und sicher zeichnest. Schau direkt unter dem Video. Dort findest du den Link zur Akademie. Also, legen wir erstmal los. Wir zeichnen die von scharf nach unscharf, von deutlich nach undeutlich. Ja? Denn das, was von uns weiter weg ist, ist meistens unschärfer. Ja? Das, was nah dran ist, rücken wir direkt ins Blickfeld. Du kannst also den Blick des Betrachters lenken, indem du bestimmst, was scharf ist und was du unschärfer zeichnest. So. Du siehst dadurch, dass ich jetzt den Würfel mehr und mehr akzentuiere, bekommen wir immer mehr Tiefe hinein. Ja? So, den zeichnen wir auch etwas stärker als diesen. Ja, ich arbeite jetzt hier mit einem Bleistift. Wenn wir bis hinten bei den Kontrasten nicht hinkommen, werde ich den Bleistift mal wechseln und werde dann einen anderen nehmen. Ja, vielleicht für den ersten noch ein etwas dunkles, aber schauen wir mal, wie wir hier Schritt für Schritt mehr Tiefe reinbekommen. Ja, da kann man entweder abtragen, wenn man mit dem Bleistift zeichnet, aber auch, wie ich gerade gesagt habe, einen stärkeren Kontrast nehmen. Ja, so, den machen wir auch ein bisschen schärfer. Aber nicht ganz so scharf wie den wir gerade gezeichnet haben. So. Hier machen wir gar nicht mehr viel dran. Der passt sich hier in unsere Abfolge sehr gut rein. Und mit dem letzten, da kann man sich so einen Knetradierer nehmen. Und den können wir dann hier wirklich nur noch ganz schwach andeuten, sodass wir hier wirklich immer mehr Dimensionen reinbekommen. So, mir reicht jetzt diese Abstufung noch nicht aus. Ich hole mir jetzt mal einen etwas stärkeren Stift, nicht einen stärkeren, sondern einen dunkleren, damit ich diesen hier noch weiter
hervorhebe. Ja. So. Da habe ich hier einen 14B, also einen sehr, sehr dunklen Stift. Ja. Also du kannst nicht nur die Würfel untereinander abstufen, du kannst auch die Würfel in sich abstufen. Ja? Also es ist, du kannst mit mehreren Würfeln arbeiten. Und wenn du nur mit 2 Würfeln arbeitest, kannst du auch die Würfel innerhalb, also mit einem Würfel oder mit 2 Würfeln schon eine gewisse Tiefe erzeugen. So. Ja. Hier macht man etwas stärkeren Kontrast bei dem Schatten. Und hier gehen wir auch noch mal etwas stärker rein mit unserer Schraffur. So, hier gehen wir etwas schwächer rein. Und hier noch schwächer. So. So, du siehst, wir haben den von denen jetzt schon deutlich getrennt. Jetzt können wir hier noch ein bisschen stärker werden. Noch mal ein bisschen mehr Kontrast und zeichnen wir hier auf unseren Schatten runter. Der aber dann schon ein bisschen schwächer wird als dieser Schatten. So, jetzt haben wir hier die beiden Würfel einen guten Unterschied. So, und hier machen wir praktisch genau das Gleiche. Ich habe hier einen 4B-Stift, einfach den Druck ein bisschen variieren. Ja, wenn man so eine Tiefe reinkommen will, musst du halt immer die Flächen zueinander anpassen. Ja, man hat ja nur eine bestimmte Bandbreite, die man ausnutzen kann. So, ich nehme jetzt hier ganz leicht den Druck raus. Dass wir hier wirklich eine schöne Tiefe reinbekommen, also dass unser Gesamtbild wirklich hier etwas ausstrahlt. Ja. So. Du siehst also, groß und klein funktioniert hervorragend. Du siehst auch die Richtung, die hier vorgegeben ist, ja, die ich so vorgegeben habe. Wir haben mit einer leichten Draufsicht gearbeitet, um so die Dreidimensionalität noch zu erhöhen, ja, damit es nicht zu flach wirkt. Und hier, ich habe ja alles mit dem 4B gezeichnet, natürlich kann man hier auch reingehen und dann mit dem HB hier ganz zart werden. Ja. So, und wenn ich jetzt hier hinten nochmal eine Ebene eingeben will, ich habe sogar, ich werde mal hier den auch noch ein bisschen dunkler machen, dass sich das noch besser untereinander absetzt. So, hier ist es gar nicht mehr zu sehen. Und ich werde mal hier hinten noch mit dem Papierwischer nur so einen Würfel noch andeuten. Ja, du siehst, wir können noch mehr abstufen, ganz zart, bis es ganz wirklich richtig schön ausläuft alles. Ja? Also durch Abtragen können wir das erreichen, aber auch indem wir unsere Härte gerade wechseln, aber nach dem Prinzip halt groß, klein, überlappen, scharf und unscharf. Du siehst hier, wie wenig Tiefe man hier hat. Ja? Und dieses Prinzip kannst du wirklich auf sehr, sehr viele Motive anwenden. Ja? Also eine ganz wichtige Übung. So, schreibe mir in die Kommentare, was die Nummer 4 noch sein könnte. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Und wenn du wirklich tief einsteigen willst, dann schau unter dem Video. Dort habe ich dir einen Link reingepackt.
Dort geht es direkt zu meiner Akademie. Dort lernst du systematisch das Zeichnen Schritt für Schritt mit vielen, vielen Übungen, Videos, sodass du deine Zeichnung auf ein vollkommen neues Niveau bringst.